Servus zu einem neuen Video. Wir haben es endlich geschafft und haben die Fähre aufs Festland von Mexiko genommen. Und ja, wir werden in diesem Video aus Sinaloa rausfahren und uns Tepic anschauen in Nayarit. Und wir sind gespannt, wie euch diese Stadt gefallen wird. Uns hat sie sehr gut gefallen, so viel vorweg. Und ja, genießt das Video. Viel Spaß! Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Hallo zu einem neuen Video. Heute geht es für uns von der Baja California aufs Festland. Wir stehen jetzt hier schon, hier mit vielen anderen zusammen vor der Fähre. Die Fähre ist da drüben. Und um 1 Uhr bis 2 Uhr fahren wir zum Fährterminal und fahren dann dort auf die Fähre. Da bietet sich hier der Platz einfach perfekt an zum Warten. Und Rio stromert schon da hinten rum. Ich gehe nämlich gerade mit ihm. Und ja, wir haben uns für TMC Ferry entschieden, weil wir dort auch im Auto bleiben können, so wie Rio auch. Und bei Baja Ferry hätte der Hund, soweit wir wissen, im Auto bleiben müssen. Und wir hätten eine Kabine genommen. Und das wollten wir nicht. Also was das Lustige ist, hier an dem Platz kennen wir, ich glaube, ungefähr 5 oder 6 Fahrzeuge, wovon circa die Hälfte die Fähre mit uns nimmt. Deshalb kennen wir da schon einige, die mit uns gehen. Und wir schauen jetzt auf jeden Fall, dass wir, Rio ist schon wieder am Hang, dass wir Rio vor der Fähre schön auspowern, dass er dann dort keine Probleme hat. Wobei die Fähre über Nacht geht, deshalb sollte das eigentlich alles gut sein. Hier ein kleiner Unterschied, wie Rio mittlerweile auf Hunde zugeht, wenn er frei ist. Das ist ein großer Unterschied, frei oder angeleint. Für uns geht es jetzt ab auf die Fähre und wir sind schon sehr gespannt, wie es jetzt abläuft hier. Genau, jetzt müssen wir gerade warten, weil wir werden auf jeden Fall gewogen, soweit wir wissen. Es wird noch ausgemessen und dann müssen wir natürlich die Fähre noch bezahlen. Was wir brauchen, ist einmal das Tipp vom Auto, dann unser Visum, Reisepass und ich glaube, das war's, oder? Ich glaube schon, und Fahrzeugpapiere natürlich. Ah ja, Fahrzeugpapiere. Aber ich glaube mehr angeblich nicht. Ob es wirklich so ist, werden wir feststellen. Und wir warten hier jetzt gerade vor der Inspection Zone. Wir sind da, wo man nichts zu deklarieren hat. Und ja, genau. Mal schauen, inwieweit Sie ins Auto reinschauen wollen oder nicht. Also wenn, müssen wir auf jeden Fall Rio rausholen, weil sonst kommt hier keiner rein. Und wir sind mittlerweile 3 Deutsche, ein Schweizer Pärchen und eben gerade haben wir noch ein deutsches Pärchen kennengelernt, die auch noch rüber wollen. Also es ist richtig was los heute auf der Fähre. Ja, ich hoffe, dass wir auch so easy drauf kommen, weil wir haben jetzt gehört, dass man nur am oberen Deck, wenn man dort steht, im Auto schlafen darf. Und das ist ja für uns zwingend notwendig mit Rio, weil sonst wird es anstrengend. Ja. So, wir sind jetzt hier schon drüber, wurden gewogen, mussten dafür was zahlen, 210 Peso. Die nach uns sind einfach mit uns auf die Waage gefahren. Jetzt sind wir viel, viel schwerer, als wir eigentlich sind. Und Tobi ist losgezogen, weil er die Überfahrt eigentlich jetzt zahlen müsste. Ich hätte gedacht, das geht relativ schnell, aber es ist jetzt bestimmt schon 30 Minuten oder so weg. Ich bin jetzt gerade vom Bezahlen wiedergekommen und hatte Glück, dass die Karte funktioniert hat, weil ich habe festgestellt, ich habe nicht genug Bargeld im Geldbeutel gehabt. Aber ja, es hat lange gedauert,
aber es ging alles ziemlich reibungslos. Wir durften aber nicht sofort auf die Fähre fahren, sondern mussten davor warten. Denn zuerst wurde das untere Deck mit den LKW gefüllt und dann kamen wir auf dem Oberdeck dran. Rückwärts, okay. It's open. But I can exit over there. That side? Yeah. Ja. Okay, turn all over there. Well, the back is low. Back up. We got up a little bit of mine. Wir sind jetzt auf der Fähre drauf. Wir mussten, oder Tobi musste hier rückwärts jetzt einparken und wir sind froh, dass wir oben sind, weil ich das eben ja schon mit dem Hund erwähnt hatte. Und gerade parken, also gerade füllen sie es die ganze Zeit mit den LKWs auf. Sie haben anscheinend das genau bemessen, dass wir jetzt in diese Lücke hier gepasst haben. Wir waren nämlich natürlich gerade noch draußen mit Rio spazieren und dann haben schon alle auf uns gewartet und haben uns gezeigt, kommt her, kommt her. Und weil also jeder zu lang ist, wir sind da unter 5 Metern und deswegen passen wir jetzt genau hin. Und ja, es ist spannend, weil ja, die ganzen LKWs müssen rückwärts diese Rampe hoch, die ich jetzt eben gefilmt habe, wo wir hochgefahren sind, müssen sie rückwärts hochfahren, weil sie hier drin nicht wenden können. Und ja, so schaut das Ganze hier aus. Und bezahlt haben wir jetzt insgesamt 7.200 Peso. Und was noch mit dabei ist, ist ein Abendessen und ein Frühstück. Das werden wir uns auf jeden Fall später noch anschauen. Wir dürfen wir dürfen das Auto verlassen. Hunde dürfen auch eben hier oben raus, so was wir jetzt gehört haben. Und ich glaube aber, es wird eigentlich, weiß ich nicht, ich bin aufgeregt. Ich freue mich aufs Festland. Und was richtig cool ist, zumindest das, was wir gesehen haben, Rio kennt alle Hunde bis auf einen. Der eine war an der Leine schon nicht so toll. Aber die anderen kennen wir alle, weil es sind auch jetzt noch 2 Motorradfahrer mit Hund da. Die haben wir am ersten Platz, wo Rio gebissen wurde, damals kennengelernt. Die reisen mit dem Schäferhund hinten drauf. Und das erleichtert uns auch, wenn wir Rio dann mal rausholen, weil wenn wir einfach wissen, dass er die Hunde kennt und kein Problem hat. Jetzt geht es erstmal mit der Fähre los in, keine Ahnung, 1,5 Stunden. Und dann mal schauen, drückt die Daumen, dass es eine ruhige Überfahrt wird. Also um 5 sollten wir losfahren, jetzt ist es 7. Boah, jetzt geht's endlich los mit, ich weiß nicht, haben wir Verspätung? Halbe Stunde? Dreiviertel Stunde? 2 Stunden? Ich liege jetzt schon hier im Bett, die Sarah schneidet noch Video und passend dazu fängt es jetzt an, seitlich wirklich zu schwanken. Bis jetzt war es super ruhig, also ich glaube, die See ist noch immer sehr ruhig. Aber jetzt fängt man halt von links und rechts an zu schwanken. Mal schauen, wie die Nacht wird. Wir hoffen, dass die See ruhig ist. Und ja, wir sind es auf jeden Fall nicht gewohnt, sagen wir es mal so. Aber bis jetzt ist noch keiner seekrank geworden. Aber es ist schon, sobald man liegt, ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt die Nacht gut verbracht, wobei ich unten geschlafen habe, weil mir oben einfach viel zu warm ist. Und ja, wir gehen jetzt mit Rio hier zwischen den Autos und LKWs. Und ja, es geht leider nicht anders, weil sobald man hoch ans Deck geht, es ist halt eine Treppe, die so steil ist und direkt daneben geht's runter zum Meer. Nee. Wenn wir da Angst haben, das machen wir nicht, das ist zu gefährlich. Genau, und im Anschluss gehen wir dann hoch, wahrscheinlich frühstücken, Aussicht genießen. Wir wissen noch nicht, ab wann es Frühstück gibt. Und dann sollten wir eigentlich demnächst auch schon in Mazatlan ankommen.
Angst? Oh. Hast du Angst, Schatz? Er fühlt sich nicht wohl, sagen wir es mal so. Ja. Bald sind wir da. Also man merkt hier am Rand vom Schiff fühlt sich Rio unwohl. Drin ist überhaupt kein Problem. Also da merkt man gar nicht, dass er auf dem Schiff ist. Deshalb gehen wir jetzt wieder zurück in die Innengänge zwischen den LKWs. Und plötzlich haben wir wieder einen ersten Vogel gesehen. Das bedeutet, wir müssen bald da sein. Tatsächlich konnte man dann schon das Land und die Ausläufer der Stadt Mazatlan sehen. Nach Wochen der Trockenheit auf der Baja California war es schön, das tropische Grün der Küste, während wir in den Hafen einliefen, zu betrachten. Dann kamen auch schon die ersten kleinen Boote, die von der Fähre aus wie kleine Spielzeuge aussahen und uns bis zur Anliegestelle begleitet haben. Ach so, und bevor ich es vergesse. Wir waren zwar einer der letzten, die die Fähre verlassen durften, aber Salvi und Claudi waren von LKW-Trailern eingeparkt und so ließen wir sie vorerst zurück. Wir sind jetzt angekommen, waren nicht ganz die letzten, aber relativ zuletzt und wir sind noch auf dem Hafengelände und fahren jetzt gerade raus, weil wir als erstes jetzt zu einem Shop fahren, wo man eine Internetkarte kaufen kann, wo man angeblich dann Unlimited Internet hat und auch mal Empfang zur Abwechslung. Das wäre natürlich auf jeden Fall hilfreich auch für unsere Videos in Zukunft. Genau, die ersten Meter auf Mexiko Mainland. Unser Plan ist es jetzt, weil wir in Mazatlan angekommen sind, das ist in Sinaloa. Und die meisten Reisen machen es eigentlich so, dass sie Sinaloa innerhalb eines Tages verlassen und das werden wir auch machen. Wir schließen uns jetzt im Konvoi noch an Peter, Anne, Salvi und Claudi an, damit wir heute zusammen zu dem Campingplatz fahren. Dann die nächsten Steps werden diese Schildkrötenstation sein, wo die Babyschildkröten ausgesetzt werden, dass sie den Weg ins Meer finden. Und dann eventuell noch eine Tequila-Verkostigung zusammen mit den anderen machen. Und danach schätzen wir, dass unsere Wege sich dann wieder trennen werden und wir überlegen, in welche Richtung es uns ziehen wird. Jetzt haben so viele schon gesagt, dass man den Yucatan eigentlich nicht skippen darf. Aber es sind halt verdammt viele Kilometer. Ja, mal schauen, wie wir uns entscheiden werden. Ist ja noch ein bisschen Zeit dahin. Also der Shop, den gibt es nicht mehr. Und wir fahren jetzt im Konvoi hier aus Mazatlan heraus und aus Sinaloa heraus. Es ist gerade etwas schwierig mit 3 Autos natürlich in der Stadt. Es ist viel Verkehr. Es ist Freitag? Nee, es ist Samstag, gell? Es ist Samstag. Und ja, wir stehen jetzt immer die ganze Zeit und einer wartet auf den anderen. Und es wird gleich, glaube ich, wenn wir aus Mazatlan draußen sind, wieder besser werden. Ah, da hinten kommen sie. Jetzt geht es dann gleich weiter. Als wir wieder zusammen waren, verließen wir Mazatlan und Sinaloa. Wir müssen aber betonen, dass wir uns kein einziges Mal unwohl fühlten. Aufgrund der Geschehnisse im Januar wollten wir in Sinaloa aber nicht länger als nötig bleiben. Und so machten wir uns auf den Weg. Zu Beginn der Strecke war die Landschaft sehr trocken und wir genossen es, uns wieder in neue Abenteuer zu stürzen. Doch dann haben wir auch die negative Seite der Trockenheit sehen können und wurden Zeuge von einem Buschfeuer neben der Straße. Diese haben wir seitdem noch oft gesehen und scheinen in Mexiko in dieser Jahreszeit normal zu sein. Zumindest haben wir niemanden entdeckt, der deshalb besorgt war. Mittlerweile ist es sogar schon kurz nach 3 und es sind noch um die 100 Kilometer, bis wir beim Campingplatz ankommen, den wir für heute Nacht herausgesucht haben. Der ist mitten in der Stadt. Die Stadt heißt Tepic, aber es ist anscheinend ein eingezäunter Bereich mit Grünfläche und das ist für Rio auch gut.
Und die Temperatur hat sich schon sehr geändert. Es ist sehr, sehr warm. Also ich würde mal auf über 25 Grad tippen. Wir sind jetzt in Tepec angekommen und gleich müssen wir dann noch den Eingang zum Campground finden und die anderen sind schon vorgefahren, weil wir die letzten, keine Ahnung, 15 Kilometer ging es gefühlt nur bergauf und wir sind halt super langsam. Genau. Und ich glaube, dann kommen wir erstmal an, der Hund darf raus und sich ein bisschen bewegen und ja, erster Abend auf dem Festland dann. Wir haben unsere erste Nacht auf dem mexikanischen Festland gut verbracht und sind gestern noch beim Campingplatz angekommen. Ich glaube, es war schon relativ spät, um 5 oder so. Und wir sind echt K.O. gewesen und haben jetzt echt gut geschlafen. Nachdem die letzte Nacht auf der Fähre war auch gut, aber mit dem Wellengang, es war nicht viel Wellengang, aber man ist nicht so erholt, wie man sonst ist. Und wir stehen jetzt auf einem Campingplatz in Tepec, das ist die Hauptstadt von Nayarit, und werden uns nachher noch den Ort anschauen. Und heute sollen es 27 Grad werden. Gestern waren es schon 31 Grad und man hat es auch richtig mitbekommen. Ist ja riesig. So, wir machen uns jetzt fertig, weil wir jetzt gleich in die Stadt gehen werden. Tobi lastet gerade noch Rio aus, damit er hier bleiben kann, weil ich glaube, es ist doch ganz schön viel. Man hört hier überall Hundegebellen, Stimmen, es ist Sonntag, es ist super viel los und ich glaube, dann ist es für ihn und für uns ruhiger. Und so gingen wir ohne Mira, dem Hund von Claudia und Salvi, und Rio in die Stadt. Doch jetzt ein paar Fakten zur Stadt. Die im Jahr 1531 gegründete Stadt Tepec ist die Hauptstadt des Bundesstaates Nayarit und es leben hier in etwa 372.000 Menschen. Damit ist sie die größte und bevölkerungsreichste Stadt in Nayarit. Insgesamt fühlte sich die Stadt noch viel ursprünglicher an als die Ortschaften auf der Baja California, was bestimmt auch an der deutlich geringeren Zahl an Touristen liegt. Auf dem Weg genossen wir den Spaziergang durch die Straßen und haben versucht, den mexikanischen Flair in uns aufzunehmen. Bereits von Weitem konnte man die Kathedrale am zentralen Platz sichten und am Platz angekommen fanden wir eine sehr schön angelegte Anlage vor mit 2 Straßenständen und vielen Menschen, die dem alltäglichen Leben nachgingen. Auch wenn wir, beziehungsweise insbesondere ich, nicht so gerne Städte anschaue, muss ich gestehen, dass Tepec wirklich eine schöne Stadt ist und einen gewissen Charme hat. Vielleicht bin ich auch noch etwas voreilig, da wir noch keine anderen Ortschaften auf dem Festland besuchen durften, aber Tepec hat uns wirklich super willkommen geheißen und so schlenderten wir noch durch weitere Gassen und waren gespannt, was wir noch alles entdecken. So kann es auf dem Festland auf jeden Fall weitergehen.
Das war es jetzt für uns auch schon wieder hier in Tepik. Und morgen geht es für uns weiter zu einem Wasserfall Richtung Küste. Da kann man angeblich auch nachts stehen. Das werden wir dann wahrscheinlich machen. Und am Folgetag geht es dann wieder an die Küste. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es ist, weil hier ist alles viel, viel tropischer als auf der Baja, wo es dann doch eher trocken ist an der Küste. Und ja, ist auf jeden Fall super schön und wir freuen uns drauf. Damit haben wir auch das Ende unseres Videos erreicht. Und wir freuen uns, wenn du uns auch nächste Woche begleitest, uns ein Abo, Like oder Kommentar da lässt. Und ja, dann bleibt nur eins. Bis dann!